Pro Jahr erleiden etwa 270.000 Menschen in Deutschland einen Schlaganfall. Hochrechnungen zeigen, dass diese Zahl durch den demografischen Wandel weiter ansteigen wird. Daher wird die Krankheit wie auch deren Rehabilitation immer wichtiger werden. Ein häufiges Symptom nach einem Schlaganfall sind Lähmungserscheinungen und Störungen der Feinmotorik. Dies kann alltägliche Dinge wie Gehen oder Schreiben für die Betroffenen unmöglich machen. In der Rehabilitation kommen heutzutage immer öfter robotische Systeme wie Exoskelette zum Einsatz. Diese unterstützen den Schlaganfallpatienten dabei, Bewegungsabläufe und motorische Fähigkeiten wieder zu erlernen. Damit dieser vielversprechende Rehabilitationsansatz in der Breite akzeptiert und eingesetzt wird, ist eine intuitive Mensch-Maschine-Schnittstelle nötig, die durch Klinikmitarbeiter und Physiotherapeuten leicht bedient werden kann. Genau an dieser Stelle setzt meine Bachelorarbeit an. Das Ziel dieser Arbeit ist es, eine Benutzerschnittstelle zur Konfiguration eines Handexoskeletts zu entwickeln. Im Detail soll diese das Definieren von Steuerungsregeln für dieses Exoskelett ermöglichen. Die Benutzerschnittstelle soll sich dabei intuitiv und einfach durch die Zielgruppe der Therapeuten und Klinikmitarbeiter bedienen lassen. Die Steuerungsstrategie des Handexoskeletts basiert auf einer Zustandsmaschine. Die darin enthaltenen Zustände sind die Zustände des Handexoskeletts, wie zum Beispiel Hand Opened. Die Übergänge zwischen den Zuständen des Handexoskeletts kommen durch sogenannte Evaluatoren zustande. Jeder Evaluator wertet dabei andere Eingaben aus und legt fest, bei welchem Eingabeereignis in welchen Zustand gewechselt werden soll. Die entwickelte Benutzerschnittstelle, die diese Steuerungsregeln bearbeitbar macht, wurde mit Hilfe der Webtechnologien HTML, CSS und JavaScript als Webanwendung implementiert. An dieser Stelle folgt eine kurze Live-Demo, die einen Ausschnitt der vorhandenen Funktionalitäten zeigt. Nach dem Start der Anwendung kann der Nutzer sich entscheiden, ob er eine neue Konfiguration erstellen oder eine vorhandene Konfiguration für das Handexoskelett bearbeiten möchte. Anschließend gelangt man in die Hauptansicht der Benutzerschnittstelle. In dieser wird die aktuelle Konfiguration als Graph aufbereitet dargestellt. Über diesen Graphen oder das Steuerungspanel auf der linken Seite kann man nun zu der Detailansicht eines bestimmten Zustands des Handexoskeletts navigieren. In dieser können im Steuerungspanel links die Parameter des Zustands oder dessen Evaluatoren bearbeitet werden. Die Demo zeigt beispielhaft, wie ein Outside-Distance-Laser-Evaluator, der den Abstand zu Objekten misst, dem aktuellen Zustand hinzugefügt werden kann und wie dieser so eingestellt wird, dass wenn ein Objekt in Reichweite des Exoskeletts ist, ein Wechsel in den nächsten Zustand stattfindet. Über die Exportschaltfläche kann die aktuelle Konfiguration als JSON-Datei heruntergeladen werden. Um festzustellen, ob sich die Anwendung wirklich intuitiv bedienen lässt, wurde zur Evaluation ein Benutzertest durchgeführt. Bei diesem sollten die Probanden Aufgaben, die einen üblichen Arbeitsablauf repräsentieren, erledigen. Die gesammelten Eindrücke während der Benutzung aus der Probandensicht wurden mit Hilfe der Think-Aloud-Methode, Interviews und dem standardisierten Attractive-Fragebogen erhoben. Dabei konnte die entwickelte Anwendung insgesamt sehr gute Ergebnisse erreichen. Die Probanden attestierten der Benutzerschnittstelle eine hohe pragmatische und hedonische Qualität und gaben an, dass sich diese einfach und intuitiv bedienen lässt. Außerdem gaben alle Probanden an, dass sie sich vorstellen könnten, die Anwendung erneut zu nutzen. Abschließend lässt sich feststellen, dass aufgrund der erfolgreichen Implementierung der Anwendung und der positiven Evaluationsergebnisse gezeigt wurde, dass das Ziel der Entwicklung einer intuitiven Benutzerschnittstelle zur Konfiguration eines rehabilitativen Handexoskeletts erreicht werden konnte. Somit kann die entwickelte Anwendung potenziell ihren Beitrag zur Akzeptanz des Einsatzes von rehabilitativen Handexoskeletten leisten.